Nicht mehr Vegetarier oder nicht mehr? Jetzt gibt's Fleisch. Und Single? Ah, hier so. Ja, er hatte eine Links-Rechts-Schwäche. Aber beim Bauen nicht, oder? Doch. Ich erinnere mich noch an andere Baustellen, wo man auch so eine kleine liebe Grüße. Links-Rechts-Schwäche hatte. Ich sag nur hier. Naja, machen wir mal lieber weiter. Wir machen mal lieber weiter. Das ist ja ein entspannter Job da oben. So möchte ich auch mal mein Geld verdienen. Ja, und nicht so wie du, lass uns morgen tauschen. Ja, machen wir. Morgen tauschen. Ich und meine große Schnauze. Da geht's jetzt rauf. Das ist mein Kletterschlüpfer. Und das ist mein Safety-Absorber. So, jetzt bin ich mit dem Turm verheiratet. Apropos hoch. Da geht's hoch. Also es gibt ja Klettern und Klettern. Ne? Es gibt ja die diversen Klettern, also wie die Jungs das machen. Wie nennst du denn das, was ich da gemacht Wie ist denn die habe? Verlangsamungsform vom Klettern? Der ist schon seit einer halben Stunde hier und wartet. Ich bin total im Arsch. Wir sind hier auf... Alter Schwede. Wie hoch? Na, 13, 14 Meter. 13, 14 Meter. Du bist ein bisschen für Rabe in Gefahr für Arme, ne? Wie für Arme? Hallo? Wow. Das ist der Blick von einem Tower ins Infield. Wir sind oben auf der Bühne auf der True Metal Stage. Ich habe da auch einen Respekt vor, was da abgeht. Ich finde das unglaublich, was ihr hier immer mit Manneskraft macht. Man glaubt immer, das ist alles so, ja, da ist ein Stapler und ein Kran, juppie, hey, das stellen wir mal so hin. Aber ihr müsst ja alle Teile noch von Hand bewegen. Jedes Leierrohr wird von Hand gesteckt. Jetzt genieße ich noch ein bisschen den Ausblick. Und wenn ich in einer halben Stunde wieder zu Atem gekommen bin, dann krabbel ich wieder runter. Das ist der Harry Metal Tower. Vielen Dank nochmal an Daniel, der mich auf dem Weg nach oben beglitten hat. Ich habe nur 11 Sekunden gebraucht. Glaube ich nicht. Pro Meter. Pro Meter? Ja. Pro Meter ist gut, das ist doch nur der Anfang, Harry. Wie viel Kaffee habe ich zwischendurch getrunken? 3? Weißt du, wie anstrengend das ist, da so einen Turm hochzuklettern? Man kann das viel mit Fotomontagen machen, oder nicht? Da bin ich raufgeklettert. Ja, ich habe dich da nicht erkannt. Der Markus redet nicht mit dir, mit mir redet er auch nicht. Wollen wir uns unterhalten? Komm, wir unterhalten uns. Kannst du dich noch daran erinnern? Schwalbe saß da und dachte über irgendwas nach. Und dann saßen wir nebeneinander und haben uns angeschwiegen. Ja. Und einen Tag später rief dann der Chef an und fragte, was ist da bei euch los? Gibt es da Stress? Da hat er noch bei dir irgendwie im Büro angerufen. Das Schwalbe und ich, wir waren sehr, sehr lange zusammen unterwegs, immer. Wir haben vieles zusammen erlebt, wir sind bestimmt 3-mal zusammen um die Welt gereist. Manchmal hat es auch ein bisschen gehakt zwischen uns beiden, wie es halt mal so passiert. Aber wir haben uns jetzt deswegen nicht wochenlang angezickt, sondern es gab dann halt mal ein bisschen Streit. Und man dachte, es ist wieder so ein Tag gewesen und man muss irgendwie einschreiten oder was auch immer. Und Schwalbe dickst in der Ecke, was aber gar nicht der Fall war, sondern wir haben mal irgendwas gesucht. Und der hat da einfach nur da gesessen und du hast dich dazugesetzt. Das war alles. Ja, und dann haben die echt ich Sorgen habe das ja öfter gehabt. mal gemacht, dass Und ich haben- bestimmte Dinge aber an dem Tag haben der dann nicht nur, also er hat nicht nur der Projektleiter in Berlin angerufen, sondern es hat ja auch noch der Chef selber angerufen. Weil irgendjemand hat auch den Chef dieses Video gezeigt und selbst der hat mich dann angerufen und hat gefragt, sag mal, ist was los bei euch? Und Schwalbe hat auch und wir beide saßen dann da. Wir haben das alle schön auf die Schenkel gehauen vor Lachen. Aber es war Aber da halt... kann man mal sehen, wie schnell man was falsch verstehen kann. Ne? Ja. Ja, so ist das. 15 Uhr bin ich da, ne? Was ist denn da? Ja, Kaffee und Kuchen. Wenn du welchen mitbringst? Kaffee müsst ihr euch besorgen, Kuchen trinken mit. Ja, was für welchen? Da haben wir eine Tradition aus der Taufe gehoben. Eierschecke ist geil. Eierschecke. Eierschecke? Du hast gar keine Eierschecke gekannt? Hast du's gesagt? Nein, ich habe die Eierschecke überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist Was ja... eine Bildungslücke. Du kennst keine Eierschecke? Nee, ich bin keine Eierschecke. Was ist Eierschecke? Eierschecke ist Eierschecke. Eierschecke und Kaffee. Eierschecke und Kaffee. Eierschecke. Wisst ihr noch, wie das dazu gekommen ist mit der Eierschecke? Genau an der Stelle. Ja, aber warum? Ihr habt das Jahr vorher völlig aus eurem Gehirn gelöscht. Was haben wir denn ein Jahr vorher gemacht? Oh, keine Ahnung. Junge, weißt du, wie lange das her ist? Ich habe euch einen riesengroßen Wilster Marschkäse mitgebracht und selbst, also ganz frisch gebackenes Mischbrot. Oh ja, das Stimmt. Und den Käse habt ihr links liegen gelassen und habt euch das Brot reingestopft, weil das so geil war.
Ja. Und die Delikatesse schmolz in der Sonne. Und dann, als wir da fertig gefrühstückt hatten, habt ihr gesagt, ja, aber war lecker, aber brauchst nicht wieder mitbringen. Das war der Dank an dem Tag. Und darüber habe ich gesagt, ja, aber war ja gut gemeint. Und so, ja, nee, wenn du mal was richtig Gutes machen willst, dann bringst du mal Eierschecke mit. Und dann kamen wir auf diese Eierschecke. Und wie oft findest du denn, dass jetzt jemand dir schreibt und sagt, Mensch, was ist mit der Eierschecke? Fast jeden Tag. Siehst du. Das ist mein Fluglehrer. Wir sind wieder unten, Ingo. Das hast du richtig gut gemacht. Das sind meine Schuhe nach 3 Wochen Wacken. Schnürsingel sind noch gut. Wacken Open Air 2011, für mich sehr ereignisreich, wenn es darum geht, die Höhen zu entdecken über den Kran oder auch das Besteigen des Towers. Ob es 2012 auch so ereignisreich wird, das werden wir sehen. Und zwar in der nächsten Best-of-Folge. Sind wir hier jetzt an der Nordsee? Also jetzt Möwen, ja? Ja. Ja, weiß ich auch nicht.